Das ist Gemeindepolizei. Also sind Sie wirklich von der Polizei, oder wie? Wolfsumfrage? Nein. Großer Babyhund zugelaufen. Rot. Los, hängt auf. Die flippen aus wegen dem Wolf. Niemand hat uns gesehen. Haben Sie schon darüber geredet, oder was? Ja. Das abgehackt, habe ich es gesagt. Bus ist gekommen. Das war die dümmste Idee, die wir seit langem wieder mal hatten. Wir haben in ganz Graubünden die Flyer da aufgehängt. Achtung, Babyhund zugelaufen, Besitzer bitte melden. Der Twist an der ganzen Geschichte. Das ist gar kein Babyhund, sondern ein Babywolf. Und somit herzlich willkommen zu der dümmsten Idee vom Jahr. Bevor es jetzt aber mit dem Video weitergeht, ich muss euch daran erinnern, ich bin immer noch auf Tour. Ihr könnt wieder kaufen auf cdshop.ch und ich kann euch eins sagen, es lohnt sich, die Leute helfen blau, oder? Und jetzt ist es ja so, dass in der Schweiz die ganze Wolfsdebatte gerade sehr emotional geführt wird. Der Wolf geht um. Es gibt Streit und Diskussionen. Das Wolfmassaker muss gestoppt werden. Extrem hässige, auch verzweifelte Bauern. Wenn sie die Wölfe uns aufzwingen, gibt es halt illegale Abschüsse. Der Bundesrat hat nämlich 33 Jungtiere zum Abschuss freigegeben, weil die Bauern grosse Verluste in der Alphaltung zu bedauern haben. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Menschen, die den Wolf schützen wollen. Hat also nur eins gegeben, Feldforschung. Und Darum habe ich heute extra meinen Jägerhut angezogen, bin extra auf Graubünden gekommen für die grosse Wolfsumfrage. Grüezi, Sie machen die Wolfsumfrage? Nein. Nein, danke. Nein, danke. Ja. Nein, nein. No. Nein. So irgendwo durch Skier, ja, irgendwo durch Schnarrarm. Romantisch, oder was? Machen die grosse Wolfsumfrage? Ich bin für den Wolf. Für abknallen? Nein, nein, sicher nicht. Da will wieder niemand über den Wolf reden. Das ist ein emotionales Thema da, weißt du? ja, also hat in dem Fall nur eins gegeben. Wir müssen die Gesprächspartner von sich aus zu uns kommen lassen. So, jetzt habe ich da schnell Google Bilder nach einem Babywolf gegoogelt. Dann habe ich da ein lustiges Text dazu geschrieben. Jetzt mache ich mir da Aurelio schnell den Flyer. Aurelio, kannst du kommen wegen Photoshop? Muss ich rüberkommen, oder? Ja, komm schon da. Danke, bis gerade. So, oben ganz wichtig, Titel. Großer Babyhund zugelaufen. Rot. Eyecatcher. Am Samstag ist mir ein grauer Babyhund zugelaufen, hat aber kein Halsband. Wichtig. Können Sie denn auf dem Bild? Und da unten dann Telefonnummer vom Flo. Das ist jetzt aber nicht die richtige Telefonnummer vom Flo, oder? Ja, ist ein Redaktionshandy, wo eine SIM-Karte drin ist, die der Flo mal gelöst hat. Ja, die müssen ja so irgendwie können kontaktieren, ist ja völlig klar. Ja, Handynummer hin oder her. Er ist ja schon von der ganzen Wolfsidee kein Fan gewesen. Ich sage einfach, wenn das abkackt, habe ich es gesagt. Es ist ja nichts gegen irgendetwas. Es ist einfach funny. Meine Meinung war aber trotzdem gewesen, Wann haben wir aufgehört, in diesem Büro lustige Sachen zu machen? Ich habe keinen Popcorn. Also wir können jetzt abstimmen. Das ist keine Demokratie hier. und so haben wir die Flyer, die der Flo dann in der Ferie war, trotzdem aufgehängt. Unterwegs. Also da oben sind 12, sagst du? würde ich sagen. Das ist jetzt unser erster Flyer. Ja, das hängt auf. Bulle, Bulle, Bulle! Platzieren! Jetzt, fahr ab! Jetzt hör auf. Wolf regulieren. Die flippen aus wegen dem Wolf! Bravo! Schauen Sie schon? Ja, super. Ich weiss, wer in 5 Minuten anruft. Das ist ein Wolf da hinten. Was Wolf? Da ist ein Wolf? Nein. Was ist? Fuchs? Hast du ja gemeint, zuerst Wolf? Ja. Einfach da. Ab dann ist es gar nicht mehr lang gegangen und der erste Anruf ist gekommen, und zwar von... Grüezi wohl, da ist von der Gemeinde Rosa. Polizei. Sind Sie wirklich von der Polizei, oder wie? Ja, Gemeindepolizei. Dann habe ich natürlich gesagt, hey Kollegen, locker bleiben, es gibt keinen Wolf, lustig, hat das aber trotzdem nicht gefunden. Was soll denn die ganze Aktion? Also ich komme nicht ganz draus. Also, Sie müssen auch nicht rauskommen. Geht es Ihnen um den Hund oder geht es Ihnen um Plakat? Es geht mir um beides. Der Hund existiert nicht und mit dem Plakat haben wir uns in dem Fall zurück. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen Tag Ade. Also von Arosa haben wir Verbot jetzt. Und nachdem sind dann auf der Heimfahrt tatsächlich schon die ersten Anrufe gekommen. Ready? Hallo? Hallo? Jetzt haben wir eine Anzeige gemacht auf dem Maraschgarang. Ja? Das ist aber komisch, weil es sieht aus wie ein Wolf. Nein, ich glaube ein Hund. Weil für mich ist das kein normaler Hund.
Das sieht sehr nach Wolf aus. Und ich habe eben selber 18 Schlittenhunde daheim. Ich will dort mal mit der Polizei Kontakt aufnehmen. Ja, haben wir schon gemacht. In den folgenden Tagen hat der Flyer in ganz Graubünden sehr viel zu reden gegeben. Ja, sicher, das haben die Stommer erzählt. Haben Sie schon alle darüber geredet, oder was? Ja. Das Plakat ist von vor dem Halligalli. Da haben sich sehr viele Leute dort versammelt. Ja, das ist dann halt umgegangen, das Plakat, über WhatsApp und was auch nicht, Facebook. Unser Telefon hat nicht mehr aufgehört zu läuten. Neue Nummer. Ja, und alle haben gemeint. Nein, das sind meine, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Wolf. Du meinst nicht, das ist ein Wolf? Ein junger Wolf. Wolf. Wie findet ihr eigentlich die Töne, die Aurelia da einspielt? Das ist ein Wolf, den du da daheim hast. Was ist das? Das ist ein Wolf. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin wieder da, ich habe die Tür zugemacht. Weißt du, du tust ihn erschiessen und tust ihn machst ihn braten. Wenn Sie am Fuego noch Ciao sagen, schnell. Fuego, tun da Tschüss sagen der Dame. Der Dame, ich wollte fragen, du Fuego, wo kommst du her? Das tönt schon wie ein Wolf, he? Findest du es eigentlich lustig, Leute zu verarschen? Fuego, ruhig bleiben dort hinten. Nein, es ist nicht meine, aber ich wollte fragen, könnt ihr den haben? Ja, nein, wir suchen natürlich den rechtsmäßigen Besitzer. Und wenn er sich nicht meldet, kann ich noch den haben? Ja, dann können Sie ihn haben, ja. Ich meinte, das sei ein halber Wolf. Der Fuego ist ja kein Wolf. Nein, aber er sieht so ein bisschen aus. Sie meinen, der Fuego ist ein Wolf? Habe ich gesagt, das sei einer? Sie sagen, das ist ein Wolf? Nein. Ich glaube nicht, dass es ein Wolf ist. Ich kann noch fragen, wo es jetzt gut wäre, den Fuego freizulassen wieder. Nein, der Gottes Willen nicht. Sie fragen jetzt ein paar komische Sachen. Wissen Sie, 2 Kilo Hack pro Tag, das geht das Portemonnaie. Ja, die gehen sie halt ins Tierheim in Gottes Namen mitmachen. Ja, aber Sie wissen ja, was in Graubünden mit den jungen Wölfen passiert. Das ist doch kein Wolf. Sie sind ein bisschen komisch. Aha. Haben Sie ihn abgeben? Ich habe ihn freilassen. Es hat sich herausgestellt, es war ein Wolf. Nein. Oh mein Gott. Ja. So cool. Sind in Ruhr. Ja. In Felsberg ist schon mal ein Wolf gesehen worden. Der Fuego. Das klingt nach ihm. Es soll ihm gut gehen. Das ist ihm gut gegangen bei mir. Vielleicht müssten Sie sich halt einen Hund zutun. Ja, ich habe es jetzt mehr mit den Wölfen. Schick mir noch ein paar Fotos und schick mir noch ein paar Videos. Sonst melde ich das im Fall der Polizei, weil das klingt nach einem Wolf. Sehr gern. Ade, jetzt ist die Nächste, die Schmier anläutet, oder was? Ja, grüezi, ich bin's nochmal. Sie haben tatsächlich recht gehabt, es ist ein Scherz. Und wieso macht man denn so Sachen? Ich habe viel Zeit. Ja, man merkt. Wie haben Sie den Soundeffekt gefunden, den ich eingespielt habe? Ja, ich habe nicht gemerkt, dass es eine Verarschung ist. Ah ja, genau, und das da ist auch noch passiert. Du hast geschrieben wegen dem Hund, sagt rein. Das ist meine, ja. Könntest du ihn abholen? Verdecken. Fuego! Wie heisst er denn? Weil der lust ja überhaupt nicht. Balu. Balu! Geiler Schierfähig. Ciao. Alter Mann, die hat uns so gesehen gestern beim Aufwachen. Wir huren Idioten, Mann! Geile Tiere! Aber der Oberknaller ist dann erst noch gekommen. Bus ist gekommen. Vom Plakatieren? Ja. Wirklich? Ja, du hast recht gehabt, Flo. Das war eine dumme Idee. Soll ich? Asche auf mein Haupt. Ich habe einen Fehler gemacht. Im Anhang ist eine Buße an 50 Franken, wenn illegale Anbringen von Plakaten in der Gemeinde Arosa. Ja. Und er hat das von der Polizei gepostet. Der alte Flyer auf seinem Schreibtisch. Und da, Klappband, Rückstand. Das ist ein Bahnhof. Adressfeld bei uns ist einfach leer. Wir sind voll da noch nicht mehr da. Seit wann schreibt ein Polizist auf WhatsApp? Vielleicht ist es einfach ein Scam. Nein, das ist legit. Ja, woher willst du wissen? Aber wo führt der Link hin? Zu saferpay.ch. Das kommt mir also sehr so spät vor. Sind ihr nicht die Hose voll haben? Vom Herrn. Ja, guten Tag. Da bin ich vom Hundeflyer. Ihr Name? Mein Name ist Schild. Schild? Ja. Ich habe in der Vergangenheit sehr oft mit falschen Polizisten zu tun gehabt. Jetzt würde ich gerne noch mal versichern, dass Sie ein richtiger Polizist sind. Da kann ich davon ausgehen, oder? Ja, ich denke schon, ja. Okay, super. Dann bin ich beruhigt. Weil wissen Sie, der Link, den Sie mir geschickt haben, das sieht für mich ein bisschen nach Betrug aus. Nein, von der Gemeinde ist das ein Link. Super, das ist illegales Plakatieren. Genau. Das ist natürlich mein Fehler, für das möchte ich mich auch entschuldigen. Tun wir das so ja zur Kenntnis nehmen. Aber eben haben wir Kleberrückstände auf gewisse Sachen, oder? Also ich habe gesehen, die Führung, das war super gewesen. Von den ganzen Bildern, die Sie mir geschickt haben.
Ich habe ihnen gesagt, sie können die wegnehmen, die Dinger, oder? Und dann habe ich noch mehr gesehen von denen und dann hat es gelangt für so einen Bußzettel, oder? Das war meine Kollegin, damit habe ich gar nichts zu tun. Sie hat die alle aufgehängt. Wer ist da der Besitzer von dem Telefonanschluss? Weil wir haben das auch noch abgeklärt haben. Ja, und was ist rausgekommen? Ein Anschluss in Zürich drinnen, oder? Ja. Jetzt hätte ich es von Ihnen noch wissen, weil es ist nicht Ihr Name. Aber was ist dabei rausgekommen? Ja, ein Name, eine Adresse von Zürich. Ja gut, aber da kann ich Ihnen nicht weiter dazu Auskunft geben. Wieso nicht? Sie können mir auch nicht sagen, was dabei rausgekommen ist. Voll, ich weiss es. Ich weiss auch, was dabei rauskommt. Was denn? Das ist Stand-off jetzt, verstehen Sie die Situation? Wie? Stand-off? Ja, Stand-off. Gut, Sie tun jetzt die Buße zahlen und dann ist es erledigt. Das, wie ich es Ihnen versprochen habe, selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke vielmals. Ade. Also, wir haben es aber gar nicht mehr von der Aktie. Sehr top, seriös. Ich glaube, wenn ich den Flo würde ich zahlen, weil der Name, den Sie haben, ist schon Flo Simon. Deswegen zeige ich das jetzt mit der Firmenkredit. Das ist bei Spesen die dümmste Idee vom Jahr. Oh nein! Das ganze Formular, wer das mir ist. Herr Wolf. Und, vielen Dank für Ihre Zahlung. Das ist wieder die dümmste Idee vom Jahr. Ja. Ich, Cedric Schild, möchte alle Menschen, die ich mit dieser dummen und sinnlosen Idee belästigt habe, um Entschuldigung bitten. Es tut mir sehr leid. Insbesondere möchte ich mich bei meinem großartigen Chef Florian Scholl entschuldigen. Er hat es kommen sehen und hatte, wie immer, recht. So, danke vielmals.